Ah, Schweden im Sommer. Herrlich. Okay, vielleicht bringe ich diesen Spruch in letzter Zeit etwas zu oft, aber was soll ich sagen, denn es stimmt. In keinem anderen Land hat mir das Motorradfahren bisher so viel Spaß gemacht wie in Schweden. Und in diesem Video erzähle ich euch, warum das so ist und warum ihr es unbedingt mal selbst oder mal wieder selbst versuchen solltet. Hier sind meine 9 Gründe, warum eure nächste Motorradtour durch Schweden führen sollte. Fangen wir damit an, wie man überhaupt nach Schweden kommt. Das ist nämlich genauso einfach, wie man es sich von einem Urlaubsland wünschen würde. Reist ihr ohne eigenes Fahrzeug und wollt euch vor Ort eines mieten, dann bietet sich ein schneller Flug an. Alle großen Flughäfen Deutschlands bieten Flüge nach Schweden an, meist zum Hauptstadtflughafen Stockholm-Arlanda als zentralem Knotenpunkt. Von Stockholm stehen euch dann als Anschlussflüge alle kleineren lokalen Flughäfen offen, zum Beispiel Östersund, Umeå oder Kiruna. Wenn ihr eure Flüge gut aufeinander abstimmt, könnt ihr so von Deutschland aus in knapp 5 Stunden an jeden Flughafen in Schweden gelangen. Aber da es sich hier um einen Kanal rund um das Motorradreisen handelt, geht es mir natürlich auch vor allem darum, wie ihr mit eurem Hobel am besten nach Schweden kommt. Ihr habt 2 Möglichkeiten. Entweder über den Landweg durch Dänemark oder mit der Fähre über die Ostsee. Meine persönliche Empfehlung ist die Anreise mit der Fähre über die Ostsee. Entweder von Rostock nach Trelleborg oder von Kiel nach Göteborg. Ich habe beides bereits gemacht und mein Favorit ist ganz klar die Route Kiel-Göteborg, einfach weil ihr für eine Reise in den Norden strategisch günstiger landet. Ihr fahrt über Nacht, kommt wunderbar ausgeruht an und müsst euch unterwegs nicht mal Sorge wegen Wellengangs machen. Die Fähre ist so groß, dass schon ein ordentlicher Sturm wehen muss, damit ihr überhaupt was davon mitbekommt. So oder so, wenn ihr nicht gerade am Alpenrand wohnt, ist Schweden nur eine Tagesreise entfernt und bietet sich somit auch für einen kürzeren Urlaub an. Eine wichtige Frage: Seid ihr dann erstmal in Schweden? Was erwartet euch? Naja, grob gesagt, bessere Straßen als in den meisten Gegenden Deutschlands. Generell sind die Hauptstraßen in Schweden top und von so guter Qualität, dass ihr mit eurer Supersport theoretisch 300 ballern könntet. Wenn es denn nicht in der Regel ein Tempolimit von 110 gäbe. Anders sieht das abseits der Hauptstraßen aus. Hier kann die Qualität des Asphalts stark abnehmen, Schlaglöcher kennen wir ja bereits aus Deutschland. Es kann aber auch sein, dass der Asphalt direkt neben der Hauptstraße endet, denn viele Dörfer sind nur über Schotterstraßen erreichbar. Und die sind gerne mal gröber oder feiner, mal fester oder sandiger. Aber es gibt ja auch Leute, besonders Enduro-Fahrer wie mich, die genau das wollen. Das Gefühl von Offroad und Abenteuer. Und damit werdet ihr in Schweden reich belohnt. Und für die ganz hartgesottenen unter euch gäbe es ja dann auch noch den TED, den Trans-Euro-Trail. Eine zumeist aus Schotter bestehende Fernstraße einmal quer durch Europa, die natürlich auch durch Schweden führt. Aber egal wofür ihr euch entscheidet, ihr werdet garantiert in den Genuss einer schwedischen Straßenbaustelle kommen. Hier bekommt ihr auf jeden Fall ein Gefühl von Abenteuer, denn in Schweden sind sie da absolut schmerzfrei. Der Asphalt wird abgefräst und es wird teilweise golfballgroßer Schotter aufgeschüttet. Und darüber sollt ihr jetzt mit eurem Motorrad. Wenn man sich daran gewöhnt hat, kann das sogar Spaß machen und zu Hause habt ihr auf jeden Fall was zu erzählen. Eine Besonderheit: Nicht über jeden See oder über jeden Fluss führt eine Brücke. Wenn das so ist, dann findet ihr in Schweden in der Regel einen ganzjährigen Fährverkehr, so wie hier über den Storhön bei Östersund. Die Fähre verbindet nicht nur eine bewohnte Insel mit dem Festland, sondern bietet auch eine Alternative zu einer langen Autofahrt einmal um den See herum. Die Fähre ist kostenlos und fährt alle 20 Minuten. Allein das wertet jede Motorradtour direkt um einiges auf. In Schweden findet ihr zwar auch Berge, aber nicht annähernd so viele oder so hohe Gebirge wie nebenan in Norwegen. Schweden zeichnet sich vor allem durch eine hügelige Landschaft aus, ist dicht bewaldet und mit Seen und Flüssen durchzogen. Während man in Norwegen meist nur bis zum nächsten Berg sehen kann, so erlaubt es Schweden mit seinen Hügeln einem viel weiter in Richtung Horizont zu sehen. Und genau das macht im Vergleich zu Norwegen für mich persönlich den Reiz aus, denn diese Hügellandschaft erzeugt in mir beim Fahren immer ein immenses Gefühl der Freiheit, vor allem in Kombination damit, dass man hunderte Kilometer einfach nur rollen lassen kann. Im Süden findet ihr ein Flachland und eine Landschaft, wie man sie, sagen wir, aus Schleswig-Holstein kennt. Und natürlich gibt es im Nordwesten mit den Nationalparks Sarek und Stora Sjöfallet auch große Gebirge mit Schwedens höchsten Bergen. Doch größtenteils fahrt ihr einfach nur von einem sanften Hügel zum nächsten.
Besonders finde ich die Region im Nordosten Richtung finnische Grenze. Hier hat man den Eindruck, eher in Südeuropa anstatt irgendwo im Polarkreis unterwegs zu sein. Die Böden sind sehr sandig, die Wälder trocken und mit licht stehenden Nadelbäumen besetzt. Lasst euch generell nicht vom Polarkreis täuschen, im Sommer kann es hier 30 Grad und mehr haben. Was findet man in Schweden, was ich bei mir am Rheinland nirgends finden kann? Richtig, Natur. Wälder, in denen mir nicht alle 2 Meter Spaziergänger mit Dackel auf Sonntagsausflug begegnen, und genauso sieht es dann auch auf den Straßen aus. Ihr rollt ewig und 3 Tage durch Wälder, entlang grüner Wiesen und immer wieder am Ufer eines Sees oder über einen Fluss. Wenn ihr es darauf anlegt und die richtigen Straßen fahrt, dann seid ihr auf Dutzenden Kilometern einfach nur für euch allein. Aber trotz aller Begeisterung für Schweden muss man ehrlich sein. Rüstet euch auch im Hochsommer mit Kleidung für jedes Wetter aus. Ihr könnt einen Sommer mit nur Sonne und 32 Grad erwischen, es kann aber auch ein Sommer mit nur 10 Grad und Nieselregen sein. Reines Glücksspiel. Klar, mit Schnee müsst ihr auf den Straßen im Juli nicht rechnen, aber vor Mai und ab September definitiv mit Bodenfrost. Also fahrt nicht zu früh oder nicht zu spät los. Motorradfahren in Schweden bedeutet auch, ihr habt die Straße nicht immer für euch allein. Und damit meine ich nicht die Menschen, sondern die Tierwelt, allen voran den König des schwedischen Waldes. Enger Kontakt zu Tieren steht hier an der Tagesordnung. Besonders, wenn ihr wie ich gerne nachts unter der Mitternachtssonne fahrt. Denn dann kommen alle raus, die sich tagsüber verstecken. Elche, Rentiere, Rehwild, Füchse, Hasen, Adler, Spechte, Schafe und so weiter. Und nein, leider keine Bären oder Wölfe. Leider auch keine Luchse oder Vielfraße. Wer die in freier Wildbahn sieht, der hätte besser mal Lotto gespielt, denn das gleicht einem Sechser plus Zusatzzahl. Um die zu sehen, müsst ihr leider einen Zoo besuchen, so wie den hier in Järvsö. Aber Vorsicht, besonders Rentiere rennen euch gerne einfach mal ohne Vorwarnung vor die Karre. Dieses Naturphänomen bekommt nicht ohne Grund seinen eigenen Abschnitt. Denn für mich gibt es beim Motorradfahren nichts Schöneres, als dabei mitten in der Nacht über Schotterpisten durch die Wälder Nordschwedens zu fahren. Bereits ein wenig nördlich von Stockholm bleibt es im Sommer immer dämmerig hell, je weiter ihr nach Norden kommt, desto heller bleibt es. Auch wenn es nicht nach Nacht aussieht, diese Aufnahmen sind alle mitten in der Nacht in der Gegend von Östersund aufgenommen worden. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde dieses Licht einfach wunderschön. Ihr seid ganz für euch alleine auf der Straße, denn es ist schließlich Nacht und alle schlafen, und trotzdem habt ihr die Energie eines Sommertages. Eine solche Entschleunigung und Ruhe habe ich woanders noch nie finden können. Und was da unterwegs alles am Wegesrand stehen kann, das wisst ihr ja jetzt. Ich sage in meinen Reisedokus immer gerne, dass ihr entweder durch Wald oder am Wasser entlang fahrt. Ihr findet in Schweden über 100.000 Seen und sicher genauso viele Flüsse. Warum ich das persönlich sehr schön finde, das muss ich euch sicherlich nicht erklären. Keine Idee für eine Tourenstrecke? Wie wäre es denn einfach mit einer Tour von einem Wasserfall zum nächsten? Denn davon gibt es mehr als genug. Aus den allermeisten Gewässern könnt ihr übrigens problemlos trinken oder damit kochen. Wenn ihr euch unsicher seid, dann sucht euch ein fließendes Gewässer und benutzt eine Filterflasche. Ich habe auf meiner Tour immer eine Flasche mit eingebautem Filter von LifeStraw dabei. Und wenn es dann Abend wird oder man genug von der mitternächtlichen Tour hat, dann einfach ab ins Zelt. Kein Problem in Schweden, denn ihr dürft praktisch überall zelten, solange ihr euch an wenige Regeln haltet. Das ist das Jedermannsrecht. Stört niemanden und zerstört nichts in der Natur, ansonsten habt Spaß. Aber seid auf der Hut vor der inoffiziellen Luftwaffe Lapplands, den Mücken. Zum Jedermannsrecht gilt übrigens auch das Recht, ohne Angelschein angeln zu dürfen, oder Beeren zu pflücken, oder Pilze zu sammeln und so weiter.
Informiert euch beim Angeln aber vorher, ob man für das jeweilige Gewässer eine sogenannte Fiskekort benötigt, eine Angelkarte. Mit den Einnahmen aus dem Verkauf dieser Angelkarten werden später übrigens neue Fische in den Seen ausgesetzt, sodass es auch immer etwas zu angeln gibt. Schweden sind immer mürrisch und totale Eigenbrötler. So der Stereotyp. Stimmt aber nicht ganz. In Schweden könnt ihr ganz ihr selbst sein. Man lässt euch in Ruhe, solange ihr niemanden mit eurer Art belästigt, und jeder kümmert sich einfach um seinen eigenen Kram. Das Schöne ist aber, wenn ihr auf einem beladenen Motorrad unterwegs seid, dann passiert sogar etwas, was ansonsten nicht typisch für Schweden ist, denn sie sprechen euch auf der Straße an und wollen wissen, wo ihr herkommt und wo ihr noch hin wollt. Ablehnung habe ich in Schweden noch nie erfahren, dafür aber freundliche Neugier. Das alles ergibt ein wunderbares Gesamtpaket und ist der Grund, warum ich mich in Schweden einfach so wohlfühle. Die Arbeit an diesem Video hat wieder massives Fernweh in mir ausgelöst. Mal sehen, wie bald ich wieder oben unterwegs bin. Ich genieße die Ruhe, die man bei mir im Rheinland leider nie hat, den Platz, die Natur und die Tiere. Und ich liebe es einfach stundenlang durch die Wälder rollen zu lassen, ohne einmal anhalten zu müssen. Habe ich euer Fernweh geweckt? Na dann mal los. Was sind so eure liebsten Reiseziele? Schreibt's mir gerne in die Kommentare, denn vielleicht ist ja was für meine nächste Tour dabei. Und ansonsten vergesst mir nicht, euer Feedback dazulassen. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen.